Servus Sportfreunde, ich bin der Michel von Asphalttüchtig und in diesem Video reden wir über Airbag-Systeme für Lederkombis. Servus Sportfreunde, ich grüße euch nochmal zu diesem neuen asphalttüchtig.de Video, in dem ich, wie bereits erwähnt, etwas über Airbag-Systeme für Lederkombis erzählen möchte. Genauer gesagt tue ich das tatsächlich gar nicht selbst, sondern ich habe mir wie so oft, wenn es um solche Themen geht, professionelle Hilfe an die Seite geholt und diejenigen von euch, die den Kanal aufmerksam verfolgen, werden sich bestimmt an das Video erinnern, in dem ich bei Skillskin zu Besuch war, um meinem Speedy Kombi ein Protektoren-Update zu beschweren. Da habe ich mich intensiv mit Stefan Röttger, dem Chef von Skillskin, ja, über Sicherheit, Lederkombis etc. unterhalten und wir haben eben auch über Airbag-Systeme gesprochen, im spezifischen Fall des Airbag-Systems von Alpinestars, das TechAir-System. Das verbaut Stefan nämlich tatsächlich auch in seinen Lederkombis, hat aber auch schon viele andere gesehen, weil er eben auch Lederkombis individualisiert. Und in diesem Rahmen jede Menge Details, jede Menge Hintergrundinformationen zu den Systemen preisgegeben, hat mir das System auch mal gezeigt und diese Informationen möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten und schicke euch jetzt direkt ins Video mit Stefan und wir sehen uns gleich nochmal. Also, viel Spaß! Bei dir in den Kombis von Skillskin hast du ja auch ein Airbag-System mit drin. Das ist du nennst das Alpinestars, wie heißt das? TechAir heißt es. TechAir, ne? Alpinestars, genau. An dem Kombi ist es vielleicht schlecht. Kannst du einfach mal grundsätzlich zeigen, wie so ein System aussieht? Weil ich habe das tatsächlich auch noch nie gesehen. Ja. Vermutlich wäre bei mir hier Lauf, der ich bin, oben drin ja wahrscheinlich sogar noch genug Luft für ein System in dem Kombi, ne? Also grundsätzlich, was nicht funktioniert, ist ein Airbag-System in eine zu große Kombi, die dafür nicht vorbereitet ist, zu platzieren. Ja? Das ist ein bisschen sagen wir mal, einfach gedacht. Ja. Warum? Du musst wissen, wie groß der Ballon aufgeht, dementsprechend die Airbag-Blase, ja, was für Energien entstehen und ob überhaupt genügend Platz damit drin ist. Also Grundsatz Nummer 1, irgendeine Kombi kaufen, wo ein bisschen mehr Platz drin ist und ein Airbag drunter bauen, rate ich dringend von ab. Okay. Ja? Also das gibt ja, habe ich gesehen, es gibt jetzt ja auch viele so Nachrüstsysteme. Wie die sensorisch jetzt tatsächlich genau funktionieren, weiß ich gar nicht. Aber das wäre auch so eine Kombination, wo du sagst, wenn Airbag-Kombi, dann ein Kombi, in dem ein Airbag-Original schon verbaut ist und nichts. Oder nachrüstbar. Wie zum Beispiel Alpinestars haben auch die ganzen Sachen, die prepared sind. Auch die Skillskin-Kombi ist prepared für das Airbag-System. Alle anderen Airbags, die es auf dem Markt gibt, sind für die Straßenzulassung gebaut. Okay. Und für die Straßenunfälle gebaut. Das Alpinestars-System ist ein reines Racing-System, was du downgraden kannst über die Software, auch nochmal für die Straße. Okay. Es ist zwar das teuerste, aber auch das hochwertigste unserer Maßgabe nach. Ja. Und das am meisten verwendete und kompatibelste. Okay. Alle anderen Sachen sind für die Straße sehr, sehr gut, aber für die Rennstrecke bevorzugen wir persönlich nur aufgrund der Erfahrung das Alpinestars-System. Jetzt hast du gerade gesagt, die Skillskin-Kombis, du merkst schon, ich bin so ein bisschen vielleicht sogar schon angefixt Richtung Mars-Kombi. Die Skillskin-Kombis sind vorgefertigt oder Vorbereitung. Aber die sind ja quasi auf Maß gemacht. Geht das dann theoretisch trotzdem noch? Also, oder das Thema muss man den auf Maß mit Airbag fertigen? Nein, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal das Basic, die Paramount-Kombi von der Skillskin. Das heißt, dort ist einfach der klassische Kombi mit unserem Paramount-System und dem Threadpack drin und allen Protektoren, was wir bei dir nachrüsten werden. Ja. Wo auch nicht geeignet ist, mit dem Airbag nachher zusätzlich nachzurüsten. Okay. Dann haben wir die Möglichkeit, den Schnitt 2 zu machen. Dort ist das Alpinestars-System, die LED-Anzeigen und das Kabelsystem für den Rückenpanzer schon integriert. Ja. Und der Schnitt ist komplett von mir geändert. Okay. Dass du also jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt einen Airbag vollwertig nachrüsten kannst. Es muss allerdings der Alpinestars AirTag sein. Okay. Dann kannst du in dem Grunde hier an den Reißverschlüssen innen drin, an der Innenseite reinsippen und mit den Klettverschlüssen. Und hier siehst du die Unterschiede, wo der ganze Stretchbereich dementsprechend schon für den Öffnungsvorgang eventuell, wenn es aufgeht, vorbereitet ist. Okay, und wenn ich da richtig informiert bin, hat dieses TechAir-System ja den Vorteil, dass es mehrere Auslösungen kann. Ne? Wäre jetzt dann logischerweise mit dem Kombi auch von Skillskin oder deiner Entwicklung auch überhaupt gar kein Problem. Also Luft fällt zusammen und dann kann ich theoretisch weiterfahren, doch mal Auslösung wäre überhaupt gar kein Thema. Genau, bis zur Größe XL inklusive.
und im Racing-Modus. Auf dem Straßenmodus, den du einstellen kannst, Ja. hast du nur einen Öffnungsvorgang, Ja. weil da hast du die Leitplanke im Weg, ja, den Ja. Graben oder den Baum. Okay. Und dann geht da ein bisschen volle Kanne alles auf, was aufgehen kann. Ja. Ja, und ist auch viel sensibler eingestellt. Okay. Auf der Rennstrecke rutscht du meistens. Du Ja. hast den harten, auch beim Highsider, entsprechend ist es dann lockerer eingestellt. Ja. Und dementsprechend geht auch nur eine Kartusche auf, dementsprechend Öffnungsvorgang. okay. Dass du also im Rennbetrieb 2 Öffnungsvorgänge, sprich 2 Crafts im Grunde hast. Also, wichtige Information, denke ich, für euch, wenn ihr mit einem Straßenkombi mit Airbag-System unterwegs seid, auf der Rennstrecke nur einmalige Auslösung, beide Kartuschen gehen auf und dann muss Service theoretisch gemacht werden. Habe ich das richtig Also wie gesagt, interpretiert? wenn du ihn auf den Straßenverkehr einstellst, das AirTag-System von Alpinestars, hast du einen Öffnungsvorgang, Ja. wo beide Kartuschen auslösen gleichzeitig. Ja. Auf der Rennstrecke hast du das Racing-Version eingestellt dementsprechend. Ja? Ja. Dort löst immer nur eine Kartusche aus. Heißt, du hast also 2 Crafts gut dementsprechend. Okay. Nach 2 Jahren muss das System zur Inspektion von 90 € überprüft werden. Ja. Und nach einem Auslösevorgang, sprich also wenn du es verbraucht hast, beide Kartuschen, Ja. wird es komplett ausgetauscht, inklusive der gesamten Airbag-Blase. Nicht nur die Kartuschen, Okay. weil Alpinestars sagt, wir wissen gar nicht, wie im Unfall dementsprechend die Nähte nachher noch aussehen und gehen auf Nummer sicher, Ja. was ich persönlich hervorragend finde. Ja. Also immer doppelt absichern und tauschen dann die gesamte Airbag-Blase mit den Kartuschen aus. Und du kriegst die neueste Software aufgespielt. Okay. Permanent alle Unfalldaten gesammelt werden von Alpinestars und immer wieder als Downgrade zur Verfügung gestellt werden. Also, wenn ich mich jetzt zum Schlotzpiloten entwickeln würde und so eine Kombi von dir habe, dann wäre es theoretisch auch überhaupt gar kein Problem über das Reißverschlusssystem, Kombi raus, beziehungsweise Airbag-System raus, neues Airbag-System rein, Kombi wieder komplett. Wir haben das auch so schön gemacht. Bei dir zum Beispiel hast du überall diese Übergrößen da mit drin, Ja. das so passen könnte eventuell. Ja. Wir haben meinen so geschneidert, dementsprechend, dass du diese ganzen Übergrößen nicht hast. Ja. Ich hole die gesamten Space, den wir im Grunde brauchen, einen Öffnungsvorgang, Ja. in die Stretchbereiche raus. Okay. Und das ist dann genauso eng Ja. und luftig dementsprechend, wie du es im Grunde brauchst. Oh, selbst ohne theoretisch. Ne? Richtig. Also, ich könnte jetzt, wenn das Ding ausgelöst hat, das einfach rausschmeißen, mit dem Kombi normal weiterfahren. Ganz wäre auch genau, überhaupt kein Problem. ganz genau. Okay, da hier aber tatsächlich mal so ein Airbag-System ausgepackt ist, und zwar nicht das System, was eben nachgerüstet wird, sondern der Luftsack, die Airbag-Blase, will ich euch das unbedingt noch zeigen. Und Stefan, ich würde vorschlagen, du beschreibst das einfach mal ganz kurz. Das, was ihr hier in grün seht, ist tatsächlich eben das, was beim Auslösevorgang dann mit Luft gefüllt wird. Und Stefan, was ist bei dem System hier so bemerkenswert? Die Fläche. Gemäß für unseren Gelenkprotektoren auch, dass wir die Sturzzonen komplett abdecken, ist Alpinestars der einzige Hersteller, der unser Konzept auch in dem Airbag übernommen hat, in dem einfach die gesamte Sturzfläche abgedeckt wird. Das sehen wir hier dran, dass der gesamte Brustbereich vorne inklusive der Rippen abgedeckt ist, über Schlüsselbein, über die gesamte Schulter mit bis zum Oberarm. Ja. Geht dann weiter über die Schlüsselblätter hinten, über den gesamten Rücken und auch die seitlichen Rippen. Und dieses ganze Airbag-System, diese Airbag-Blase mit den beiden Auslösekartuschen ist im Grunde hier in diesem gesamten Rückenpanzersystem verbaut. Okay, das heißt, das, was ich jetzt hier im Grün sehe, ist tatsächlich dann Schutzbereich und ja, mit Luft gefüllt im Fall, er ausgelöst im ist, Fall richtig. des Falles sozusagen. Damit ist der Tech Air der größte für den Racing-Bereich mit den größten Sturzzonenabdeckungen. So, ich hoffe, ihr habt ein paar Informationen aus dem Video für euch mitnehmen können, ein bisschen was gelernt. Ich bin in der Zwischenzeit mal in den Kombi reingehüpft. Ich habe den nämlich tatsächlich heute erst ausgepackt und das erste Mal an mit dem Protektoren-Update und muss sagen, es war ein bisschen schwieriger beim Einsteigen. Allerdings fühle ich mich jetzt ringsherum doch besser eingepackt. Also alles drum und dran, was das Herz begehrt. Was natürlich nicht dabei ist, ist ein Airbag-System. Ihr habt es im Video gehört. Die lassen sich natürlich bei einem Standard-Kombi nicht einfach nachrüsten. Dafür muss dann wirklich ein entweder Prepared-Kombi her von Alpinestars oder eben von Skilskin. Ich denke aber, dass wir uns die Sache nochmal genauer angucken werden und dann vielleicht auch noch ein Video oder zwei zum Thema Mars-Kombi mit Airbag machen. Also, falls euch das Thema interessiert und noch Fragen offen sind, lasst es mich gerne wissen, haut die Fragen hier in die Kommentare. Ich beantworte sie entweder selbst oder gebe die Geschichte direkt an Stefan weiter, um euch natürlich auch keine Fehlinformationen zu geben. Und falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über ein Abo, ganz besonders, und natürlich ein Like. Und wie gesagt, haut in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Ich sage jetzt
Ciao, bis zum nächsten Mal und grüße euch wie immer sportlich. Euer Michel.